Moin Moin. Heute stehe ich vor ein wenig anderer Kulisse wie gewohnt. Also man sieht weder den LKW noch den Zwischenrahmen. Ich wollte dennoch euch zeigen, was hier in den letzten Tagen passiert ist. Und ich glaube, das könnte den einen oder anderen interessieren. Und zwar haben wir uns damit beschäftigt, den Koffer dicht zu bekommen, oder beziehungsweise angefangen, den Koffer zu beplanken mit Aluplatten, wie man es hier sieht. Das ist das Dach. Also der Koffer liegt momentan auf der Seite, weil es einfach von der Handhabung, vom Kleben wesentlich angenehmer ist, so zu arbeiten. Wir haben unten einen Anschlag dran gemacht, in Form einfach von einem Winkel. Und so kann man den Kleber auftragen, die Platte auf den Anschlag draufstellen und an das Gestell dran drücken. Jedoch bevor man mit dem Verkleben beginnen konnte, mussten natürlich einige Vorarbeiten geleistet werden. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Los geht's! Als erstes musste natürlich der Koffer oder das Gestell von dem Koffer von dem Zwischenrahmen runter. Das hat sehr gut geklappt, war ziemlich schnell erledigt. Dann mussten natürlich die ganzen Schweißnähte glatt gemacht werden, damit die halt an das Alu nicht rankommen. Und die Aufnahmen, die Winkelaufnahmen für die Ausleger, die waren ja nur angeheftet, die wurden jetzt verschweißt. Das ganze Gestell wurde mit einer Rostschutzfarbe versehen, damit auch, wenn sich in den Wänden irgendwie mal Kondenswasser bildet, damit da nicht sofort zu Korrosion kommt. Innen drin werden die Rohre mit einem Hohlraumschutz versehen, allerdings nach dem Lackieren. Die Rostschutzfarbe, die habe ich dann 48 Stunden trocknen lassen, damit die richtig aushärtet, durchhärtet und ausgast.
einem Aktivator gereinigt, wieder angeraut und da kam ein Primer drauf. Und dann wurden die Platten verklebt. Ich habe am Anfang spekuliert mit Aluplatten auf ganzer Länge, also durchgehend. Davon wurde mir von einem Lieferanten, der auch Alu liefert, abgeraten. Und zwar sollte ich mir eben durchkalkulieren, wie weit die Platte in 5500 mm Länge sich ausdehnt. Es gibt im Internet sämtliche Software dafür, um diese Dehnwerte zu ermitteln. Und da habe ich mich echt auf den Hintern gesetzt. Deswegen habe ich hier Dehnungsfugen eingearbeitet. Diese werden jetzt nicht vollflächig mit Kleber versehen, sondern da wird Dichtmittel reingespritzt, was dauerelastisch bleibt. Also kein Kleber, sondern reines Dichtmittel. Anschließend wird hier eine Leiste draufgeklebt, auch aus Alu, in 50 mm Breite, die quasi diese Dehnungsfuge abdeckt. Und die Leiste an sich wird seitlich nochmal verfugt, schön abgezogen und das Ganze wird dann halt mit lackiert. Wenn es lackiert ist, kommt dann noch im Bereich der Decke. Von außen kommt noch ein Dichtband von, ich glaube 3M. Gibt es so ein Dichtband, das wird noch einmal oben drüber geklebt und somit habe ich überhaupt keine Bedenken, dass da irgendwann mal Feuchtigkeit eintreffen kann. Ja, vielleicht hilft das dem einen oder anderen bei der Umsetzung und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.